know of Freddie Calhoun? Sure, I know Freddie Freddie. needs money to get out of town. Says he's prepared to blow the whistle on a primo reefer distribution ring. Says he Has he can... said how much it's gonna cost? $50. And the department will front me the 50? You can put in an expense claim. He's over at Mike Lyman's on Hollywood Boulevard. See what you can find out. Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu L.A. Noire. Nach Monaten. Ich freue mich. Ich habe den Cole Phelps ein bisschen vermisst. Ja, Schnauzen jetzt. Ich gehe ja schon. Ich habe den Cole sehr, sehr vermisst, muss ich zugeben. Und wir spielen heute den Kifferwahnsinn. Wenn mich nicht alles täuscht, ist Kifferwahnsinn, glaube ich, eins der DLC, ist einer der DLC-Fälle. Dementsprechend kenne ich mich mit diesem Fall überhaupt nicht aus. Ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Wo muss ich denn hin? Was hat er gesagt? Mike Lyman's Bar. Okay. Okay, gut. Wo geht's denn hier raus? Wahrscheinlich hier. Do they think I'm made of money? No, you just look like you're made of money. Oh, very good. The kid's on form. I'd say on a scale of dull to scintillating, you're a solid tedious today, which you can be pleased with. Do you ever listen to yourself? I don't have the same voices in my head as you do, Cole. Ich verstehe das Exit. Ich verstehe das Exit-Schild nicht. Das Exit-Schild zeigt nach links. Da ist kein Exit. Hä? Ist ja egal. Das Exit-Schild hätte vielleicht andersrum gemusst. Aber gut. So, wo steht denn unsere Karre? Wahrscheinlich in einem Haus. Unsere Karre war die rote, ne? Wie hieß eigentlich mein Kollege nochmal? Ich habe das schon wieder vergessen. Alter, hör auf jetzt dich hinter die Wand zu stellen, ich sehe dich. Du kommst mit. Du fährst. So. Oh, so lange kein L.A. Noire mehr gespielt. Ich glaube, ich kann das Spiel gar nicht mehr. Also ich habe bestimmt schon wieder alles verlernt. Gesichter lesen kann ich nicht. Konnte ich vorher auch nicht, aber es lief bisher nicht so schlecht in dem Spiel, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber wir werden sehen. Vor allem jetzt mit einem Fall, worüber ich absolut gar keine Ahnung habe. Schauen wir mal. Hola. Bist du das? There's a little sneak. That's him in the back, Cole. Ja, Entschuldigung. Ich weiß doch nicht, wer das ist. Would you recommend the special? Der da sitzt und qualmt? Anscheinend. Freddie, you're looking good. You're gonna help me, right? That's what I'm here for. You got the money? The 20? Sure, right here. 20! I said... You want the money or the alternative? Tell us about the reefer, Freddie. Another good Samaritan. Answer the question. Grass comes from Tijuana. They bring in 50 pounds a week. 50 pounds? Are you hallucinating, Freddie? It's stashed for the house at 1452 North Las Palmas. Names, Freddie. The guy at the house is a spick that goes by the name Juan Garcia Cruz. Now be careful. He likes guns. How do I get my money? Do me a favor, Freddie. Spend the money on a bus ticket. Can't last forever on a snitch jacket. Let's go visit Juan Garcia Cruz. 50 pounds of dope. Crazy. Ich glaube, ich kann mich tatsächlich doch dran erinnern. Also ich habe den Fall ja auf jeden Fall schon mal gespielt. Nur ich habe die DLC-Fälle im Gegensatz zu den anderen Fällen bisher nur ein einziges Mal in meinem Leben gespielt. Aber ich kann mich dran erinnern und ich weiß, dass da gleich richtig geballert wird. Ich weiß, ich spoilere jetzt ein bisschen, aber da wird gleich... Ich bin da sehr oft gestorben. Ich erinnere mich daran. Schauen wir mal. Juan Garcia Cruz. Let's go. Du fährst. Can you drive to this one? Pass auf, dass jetzt keiner kommt und nicht überfährt. So wie bei mir öfter schon mal passiert. Danke. You believe his story? Sure. A hophead like Freddie would raffle his sister for his next score. Das war das... Okay, das war ein langes Gespräch. Nicht?
Ja, das war das. Ich erinnere mich. Call for help. I'll try and find a way in. Irgendwie konnte man... Ah, okay, danke. Irgendwo konnte man eine Waffe aus dem Kofferraum holen. Ich wusste das noch. Ah, ich kann es mir aussuchen. Ja, ich glaube, das ist gerade besser. Und wir werden von hinten reingehen. Ich erinnere mich daran. Ich erinnere mich daran. Ich bin hier sehr, sehr oft gestorben. Reinforcements are on the way. Cease and desist. Oh Gott, wie gehe ich denn nochmal dahinter in Deckung? So, okay. Okay. You're covered, Mel. Okay, den habe ich. Kill a cop, and it's the electric chair. Come on! Zeig dich! Ich weiß, dass du da hinter der Ecke stehst. Komm schon. Komm schon! Ich hab Angst, dahin zu laufen. Ach, mein Kollege war auch noch da. Ich habe keine Ahnung, wie der da reingekommen ist, aber ich habe es nicht bemerkt. Gott sei Dank. I'll ask you politely to move on. Next time I won't be so nice. So. You guys don't have to leave a mess. What happened? Dope peddler, Juan Cruz. He opened fire and, well, the rest of the story tells itself. Wen haben wir denn hier? Juan Garcia Cruz. Ach, das ist der Mann, den wir suchen. Oh. Männlich, Latino, 1,75, braune Augen, schwarzes Haar. Juan Garcia Cruz. This is his address, but this place looks like a front. Mehr kann ich hier auch nicht angucken. Andere Jackentasche, irgendwas? A silver dollar. Oh, they took these things out of circulation. Oh, die Silberdollar. Ich erinnere mich auch daran. Das sollte eigentlich alles gewesen sein. Ich denke mal nicht, dass außen irgendwas sein wird. Masankai. Or a village in Borneo. Doesn't appear to be in Spanish. Das kann ich dir leider nicht beantworten. Das sind wahrscheinlich nur die Bierflaschen, ne? Das wird nix sein, Cole. Okay, ich kann mir die Waffe noch angucken. Na, wie drehe ich sie? Irgendwo muss da doch was draufstehen, oder? Catch all the good ones, fellas. Konnte ich mir die Waffe einfach nur so angucken? Das glaube ich nicht. Wie sieht's hier aus? »20th Century Market«.
Höchste Qualitätsstandard. Jeden Tag eine Menge sparen. Sonderangebot der Woche. Dosensuppe. 12 Cent. Oder 10 Dosen für $1. These are the guys Da sehe keeping ich lunch mich. so well stocked with soup. Okay. Hier liegt ein Revolver. Incidental. Hallo, Waffen sind nie unwichtig. Die musst du konfiszieren, mein Junge. Doesn't give me anything to go on. Ah, okay. Hätte ja sein können. Ah, ganz viel Tomatensuppe. Ich sehe schon. 18,99. Doesn't anyone eat regular meals anymore? Junkies feeding on popcorn and grasshoppers living on soup. Wohl wahr. Irgendwie wird alles übers Essen gemacht. Ich könnte mal kurz ein Telefonat tätigen. Operator, give me R&I. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need an address on a Parnell Soup Company. A head office or factory in the Los Angeles area. Just a second, Detective. Only one address listed. 6310 Fountain Avenue. Thanks. Okay. So, und wenn mich nicht alles täuscht, gab es hier hinten in der Hütte noch was. Das weiß ich noch. Du hättest sie auch einfach aufmachen können. I don't think so. Ja, ist halt Suppe. This isn't what we're looking for. Okay. Ja, da sind Schrauben drin. Herzlichen Glückwunsch. Okay, wir haben mehrere von denen. Oh. What? Now we're getting somewhere. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. More soup? Who in the hell keeps a secret stash of soup? Okay. Ich gehe nicht davon aus, dass hier noch irgendwo irgendwas sein wird, aber hier wird das noch als neu markiert, bevor ich jetzt hier irgendwas verpasse. Nehmen wir doch mal eine Dose und schrauben sie auf, oder? Schauen wir mal, was da drin ist. Ja, ich hätte jetzt gerne Tomatensuppe. Vielleicht natürlich auch ein bisschen I'd say that's pretty Drogen. good value for 12 cents. Nur 12 Cent ist halt wirklich ein Schnäppchen. Someone at the cannery has a lot of explaining to do. Alles klar. Ja, für eine 12 Cent würde ich die auch nehmen. Delivery Ledger. Ah With ja. Vaughn dead, we need a new suspect, Cole. Is there a pattern to the deliveries? Ja, hier ist Tijuana. This guy EJ seems to be bringing in most of the serious weight. Dates and times seem pretty regular. We should notify the border crossing. Those fuckers are probably in on it. Let's wait and see how this plays out. Und das war's. Das ist das Geräusch, das wir alles haben. Sehr gut. Das heißt, wir fahren jetzt in die Dosenfabrik. Würde ich mal sagen, weil ich glaube, das wäre am nächsten. Schauen wir mal. An die Dosenfabrik kann ich mich, glaube ich, sogar auch noch erinnern. Also ich kann mich tatsächlich doch mehr an diesen Fall erinnern, als ich dachte. Du fährst. You know the way. You can Ich drive. mach nur wieder Unfälle und dann kriegen wir eine schlechte Bewertung. Auf YouTube und Instagram. Ah ne, auf Instagram kann man keine schlechten Bewertungen kriegen. So, auf YouTube mittlerweile ja auch nicht mehr. Sorry. Wo ist er denn? Ach da. Carruthers says the morphine is still turning up. Makes sense. We have no idea how much of the stuff Lenny shifted. There's been no comeback from Cohen as yet.
The Confidential magazine is right, and Bugsy is on the slide. You read that stuff? I wouldn't say it to his face if I was you. That is one hot-tempered son of a bitch. Alles klar. Ich freue mich jetzt schon nicht auf die ersten Befragungen. Da kriege ich wieder richtig auf den Sack. Und ich glaube, das wird hier anfangen. Dann komm mal mit. Right. Let's see if we can find out who's been overseasoning the soup in this place. Guten Tag. LAPD. Who owns this factory, ma'am? Mr. Parnell. Howard Parnell. I'll let him know you're here. Please, take a seat. If you don't mind, we'll come with you. If you must. Ja, wäre besser, sonst flüchtet der und dann haben wir den Salat. You just wanted to follow her, didn't you? You sly dog. I must apologize for my partner's roving eye. He hates saying goodbye, but he loves watching them leave. Give it a rest, Roy. Ah, ja, Roy. If you could show these men in to see Mr. Parnell, Doris. They're from the LAPD. Follow me, gentlemen. What is going on? LAPD, sit tight, fatso. Okay, und Fettsack. Serious trouble. There's no reason to be rude. Take a seat, gentlemen. I'm sure we can sort this all out. Maybe you can explain why we found $5 bags of marijuana in sealed Parnell soup cans. That's an outrageous allegation. How do you explain it, Chubby? We found at least 30 cans, all sealed up tight with your label on it. Can I get a list of your employees? Of course. We have nothing to hide. Doris, can you bring me in the current employee listing? Here it is, Mr. Parnell. On the desk, please. Haben wir denn hier sowas wie einen Any AJ? name on that list that rings a bell? Wir hatten doch eben einen AJ, oder nicht? AJ. AA. AP. Echt nicht? Jack Radcliffe. Warte mal. Juan. Kommen regelmäßig aus Tijuana oder den Namen EJ. Juan Garcia Cruz. Aber ich finde hier keinen mit Abkürzung EJ. Wenn ich ehrlich bin. Tja. Ich kann noch nicht mehr auf seinen Wohnsitz zugreifen. Sonst hätte ich mal geguckt, welche Adresse er hatte. Aber das sagt mir kein Name. Ich könnte jetzt auf jeden Namen hier draufklicken und hoffen, dass irgendwas passiert. Aber was ist denn mit diesem Carlos Rodriguez? Irgendwie lese ich den Namen Rodriguez hier sehr, sehr oft. Ich verstehe es.
Diego Romero. Ich habe keine Ahnung. Ich bin... This is familiar. 1452 North Los Angeles. Oh, da ist noch ein Gruß. Oh, ich bin so ein Trottel, Alter. Da habe ich sogar eben noch dran gedacht. Ich dachte so, vielleicht heißt da einer Gruß. Und, oh Gott, ich habe nichts gesagt, Alter. Oh Gott. Ja, fabrikversiegelte Suppendosen. The factory sealed cans we found suggest a very professional operation, Mr. Parnell. We're looking for an inside man. I know nothing about this. I want this stopped as much as you do. Ich traue dem nicht. Tell me what I want to know, Parnell, or I will have half the LAPD down here tearing this place apart. You're hiding something. Am I right in thinking you would not want to pursue misdemeanors outside your drug case? Depending on what you call a misdemeanor, we might be prepared to turn a blind eye. The truth is I employ a lot of illegals. No one wants to do menial work anymore. Most of my factory staff are wetbacks. The local blacks and Chicanos all want jobs in aircraft factories. Presumably because the pay is a lot better. Okay, How are your Suppenfabrik. sales, Mr. Parnell? Just fine and dandy, son. We're entering a new era of prosperity. I hope you're both big soup eaters. Irgendwie sieht das nicht so aus, als ob das die Wahrheit wäre. Mr. Parnell, do you know what kind of trouble you're in? Come clean with us. Okay, so things are a little flat. We're deciding whether to lower production. It's taken a while to adjust to not having any military contracts. You know, we sold Uncle Sam 5 million cans of minestrone. Alles klar, Wissen über die Crews. Ever heard of Juan Garcia Cruz? Not that I know of. He has a brother employed here. You know him? We employ large numbers of Mexicans. I'm not familiar with them all. Das glaube ich dem ehrlich gesagt auch nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass er vielleicht nicht jeden seiner Arbeiter persönlich... Obwohl... That's funny, Parnell. He has the same address as his brother Juan, who we shot dead less than an hour ago. You better give me something. Look, I'm not involved in this. I'm getting enough grief from Washington. There's an investigation going on into profiteering. Like a guy shouldn't be able to turn a buck while the war is on. I'm sure thousands of dead Marines sleep soundly knowing that you did okay. In seiner Roche Tell Garcia. us about Jorge Garcia Cruz. Jorge? I had no idea of his last name. His team does daily maintenance on the conveyor belts and cookers. Boah. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich doch guter Kopf sagen könnte. Fuck, soll ich das wieder anzweifeln? Ich zweifle an, dass er wusste, dass er keinen Nachnamen hat, aber... So he's here now? Yes! So maintenance is at night. Night shift finishes around midnight. He would usually come in around 9 p.m. and have everything ready for the morning shift at 6. Yes! We'd like to take a look around the factory floor, Mr. Parnell. I hope we won't have to shut down the line. No, nothing like that. Thank you. I'm grateful for that. I'll show you around myself. Sehr gerne. Oh, war das eine gute Befragung. This is gonna be like that time I went to the slaughterhouse and couldn't eat steak for a week. Das ist klar, ich will auch nie im Leben mal in so eine Schlachtung rein. Ich glaube, dann will ich auch nie wieder Fleisch essen. Ich kenne sogar viele Leute, die schon mal bei Schlachtungen waren und danach kein Fleisch mehr gegessen haben. Ich stelle mir das richtig abartig vor. So, schauen wir mal. This is where the produce comes in. We peel and sort all of the vegetables and add them to the line in regular quantities. Fascinating. Oh Gott, ich fühle mich hier gerade wie in so einer Schuldurchführung.
Ja, ich meine, das ist ja jetzt nur Gemüse, ist ja Why nicht don't you schlimm. keep quiet? Might learn something. Oh, good God. This really is turning into some Hab ich auch school gesagt. trip flashback. Sam is taking me to Palm Springs. So, was wird hier gemacht? Das Gemüse ist ja jetzt geschnibbelt. Ja, ich warte auf eine Ansage. Oh, mein Partner This ist is noch the nicht da. hopper, which boils and purees the vegetables. The other hopper is for the pasta. This way, please. You're loving this. Aren't Oh, you, ich finde das Phelps? nicht schlecht. The soup is ladled automatically into cans. Next stage is labeling. I'd like to see the packing and dispatch area, if you don't mind. Sure. It's over here. Follow me. Ganz viele Dosen. This is one of our dispatchers. Sergio. Right? Yes, sir. These men are from the LAPD. Sergio here records our outgoing deliveries. They all go in the book. Just there on the desk. Alles klar, Mr. Sergio. Can I have a look at that coin? Sure, why not? Silver dollar, right? Yeah, that's right. The markings on it say it's been taken out of circulation. Maybe. I'm not trying to buy anything with it. I like it. Brings me luck. Okay, wenn du das sagst. Fabrik versiegelte Suppendosen. Do you have access to the canning area? I do. But I keep to my station. Loading and unloading. Don't care much for soup. Ja, der guckt mir ja nicht mal in die Augen, der Junge. Aber ich habe auch nichts, um den zu beschuldigen, also böser Kopf. Sergio, if you don't give me something, I'm gonna go to Immigration Services and have you deported. I get a shipment once every 2 weeks. Ernesto does the driving. Don't know his full name. It's delivered here at night, or he gets it canned up. From here it gets sent all over the country. Alles klar. Dann würde ich mir jetzt ganz gerne noch das Buch hier anschauen. We're looking for repeat business in large amounts, Cole. Ja, der Markt hier. Alter, wie oft wird denn hier an den Markt What's going on, geliefert? Parnell? There's enough soup going to this place every day to feed a company of Marines. Wohl wahr. What are you talking about? 20th Century Market. What do you know about the 20th century market? Nada. I get the orders from upstairs. I send the goods where I'm told. And you don't know Juan Garcia Cruz? No, not me. Boah. Oh, shit. Ich trau dem nicht. Moment, wem gehörte der Dollar? Der ist sogar vom Juan. Dann beschuldige ich ihn. You're a liar, Sergio. You're in it, and I'm gonna break you for it. You're loco, Blanca. I got nothing to do with Juan Garcia. Wenn ihr nichts zusammen zu tun habt, warum habt ihr dann beide Silberdollar? We found a matching silver dollar on Juan Garcia. What are the odds of that, Sergio? Juan and Jorge are brothers. They're cousins. They work for some evil gabacho. The guy is an aberration. He gives out the silver dollars. Jorge gets me a list of deliveries every morning. 20th century is always on. You keep your mouth shut for today, and I don't take you in. Do we have a deal? Do I have a choice? Is that a serious question? That's it for now, Sergio. If we need to speak to you again, we'll put in a call to Mr. Parnell. If you have to, I guess. We will be in touch, Mr. Parnell. It is imperative that things appear as normal here. Keep an eye on Sergio in case he gets tempted to blow the whistle. Thanks. I'll do that.
You're going to overlook my little immigration problem, aren't you? Cheer up, fatso. We're gonna let you go on squeezing these poor saps a little while longer. Well, until some commie union types infiltrate this place. Okay, ich bin aber sehr zufrieden heute mit meinen Mit meinen Interviews hier. I never knew fresh vegetables could smell so bad. Ja gut, stinken wird das bestimmt da drin. Das gebe ich wohl zu. Wir fahren dann jetzt mal zum Markt, oder? Ich glaube, der war ja sowieso schon auf meiner Liste. Wenn die mal Lieferung kriegen, muss da ja was dran sein. Du fährst. Rutsch rüber. You can drive. How many years have you been in Vice, Roy? More years than I want to own up to, Phelps. You have any idea who Rojas was talking about? The gringo runs the operation? Could be anybody. You don't expect those morons to be running the show, do you? You asked Rojas how much a silver dollar was worth, he'd probably say 50 cents. Alles klar. Also bisher läuft der Fall super geil. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Befragungen alle richtig. Und wie gesagt, Leute, ich gucke nirgendwo nach. Also ich habe hier nichts offen oder sowas. Das habe ich früher gemacht, als ich alle Fälle auf 5 Sterne machen wollte. Aber jetzt im Let's Play mache ich das definitiv nicht. Sit tight. Let's take a look at what's going on. Alles klar. Irgendwas muss da drin ja faul sein. Either these customers are serious soup lovers, or I think we found our middleman. Car 11 King to KGPL. Car 11 King, go ahead. I'm requesting assistance in a B-Wagon at 20th Century Markets, 1558 North Highland. Numerous narcotic suspects. Code 2 only, no sirens. 11K, roger. Okay. Cavalry should be here any minute. LAPD, nobody move! I'll take my chances. Na, super. Cole! Ich kann keine Waffe ziehen. Der ist aber langsam, der Junge. Hab ich ihn noch runtergezogen? Ja, Mensch. Cole? Was machst du denn? Okay, jetzt wird mich... Oh nein, ich weiß doch gar nicht mehr, wie das geht. Oh Gott. Oh Gott, kämpfen kann er wohl auch nicht. Der kann weder weglaufen noch kämpfen, Batzenlappen. Whatever you're carrying, hand it over. Wenn das mal nicht Drogi sind. Can left. I guess that makes me a pessimist. You can't take me in. Take you in? Be glad he didn't shoot you. I wouldn't have chased you. If it was up to me, you'd be talking out of a hole in the back of your head. I want information. Senor, I would like to help you, but I got a family in Mexico I have to provide for. And my compadres are very unreasonable. Your compadres? Turn out your pockets. Na, sicher, der auch in Silberdollar. I need Ray to run down these silver dollars. I need to make a deal. I need guarantees. You have identification? Sanchez Erto. Mexican. Tijuana address. Okay. Ja, ich wollte noch mal gucken. Danke. Here's the deal, Erto. You give me information and I won't give you to immigration. Alles klar. AJ.
Give me EJ, the driver bringing Oder in the EJ, wie auch shipments, immer or I'll gerade. make you for it. AJ ist ja I eher run nah. the shop. That's all I do. Nope. Start talking, Eric. Fuck! I want the names of everyone Oh, ich hätte ihn involved. beschuldigen sollen. What difference does it make what I tell you? I'm still going to jail, no? Scheiße, ich war am Überlegen, aber ich wusste nicht mit was. Tell me about the soup cans. The soup is very popular, as you can see. I think you're the connection on the Mexican side. I think you're more than you like to make out. So now I'm the big man in this? Fuck! I want to make enough to bring my family. Oh nein, jetzt verkacke ich bei ihm hier. Don't stand in my way, policeman. We know about Jorge and Juan. Juan is dead. Tell us how you know the Cruz boys. Ernesto put together this thing. He brought in Juan, Juan brought in Jorge. Da vertraue ich dem, der hat einen Stammblick. Continue. I was already here. Ernesto knows I'm illegal, so he threatened to report me if I didn't help. And the money is good. The gringos and the gringas, they love the reefer. And I didn't want to have to leave and start again in San Francisco. You're breaking my heart. You're going to jail, Airto. Our jails may be nicer than what you could expect in Mexico, but I could tie you up in red tape for years. You've got this one chance to cooperate, Airto. Give me your delivery boys, or you'll do every year that we were saving for them. All right. There's a shipment coming in tonight. To the soup factory. Parnell's Soup Factory. 1 a.m. Ernesto will be there. We should get some backup and stake out the cannery tonight. Machen wir das. Scheiße, bei dem habe ich richtig verkackt. Beim zweiten Mal war ich mir so sicher, dass ich ihn mit den Dosen konfrontieren könnte. Fuck. Und beim ersten Mal hätte ich ihn konfrontieren sollen. Okay, jetzt wird wieder ein bisschen geballert, glaube ich. Freddie said they were moving 50 pounds a week. That's a lot of soup cans. I think this is an interstate operation. Moving dope around the country to selected grasshoppers. Local weed gets distributed in the usual way, through Pachuco street punks. Someone must know something about this drug baron character. Here they come. Let them unload the goods first. Wir stehen da aber auch super unauffällig. Oh, oh shit. Muss fahren. Okay. Alright, move. Move. Will ich überhaupt eine Schrotflinte? Let's go. Ich hätte eigentlich ganz gerne wieder das Maschinengewehr, das fand ich ganz gut. Let's go. Hilfe? Ah, hier. Ja, rein da. Everyone into position. Got your back. LAPD, put your hands where we can see them. Get in there. Surrender now or I will use deadly force. Tote Männer sind schwerer. Geil, Trophäe. Okay. Von rechts wird auch noch geschossen. Throw out the guns. Okay, den habe ich. Habe ich. Habe ich auch.
Okay. Ich bin gleich durch. Scheiße, kann ich hochkommen. Easy. Nice. Detectives, found something here you probably want to see. Sehr gerne, ich komme mit. Ihn hier. Ich wollte eigentlich... Nein! Cole! Ich will in seine Brusttasche sehen. Oh, er hat einen Silberdollar in der Hand, das sehe ich jetzt schon. Ist das Ernesto? Das ist Ernesto. Tijuana address. We should see what the federales have on it. Yunis Adesphere, der Antrittskarte. Endlos ist die Prärie. Okay. War halt mal vorher im Theater, bevor er gestorben ist. Ist mir egal. So! Der Silberdollar. $1 per dead man. Doesn't seem like much for a human life. Leider nicht, aber anders wollten sie halt auch nicht. God damn. I think we found our stash, Cole. Take a look in these boxes. Schauen wir mal. Jo. At the very minimum, another 50 pounds. Detectives, I think we got the guy. Does the name Cruz mean something to you? Ja. Certainly does. Ach, war das da hier der letzte, den ich erschossen habe? Erstmal ein dickes Bündel Geld. $1,000 here. Und natürlich der Silberdollar. Yet another silver dollar. Phelps, Earl. Looks like quite a bloodbath. What was this all about? Drugs and money. What else? Speaking of money, where did that roll go? I picked it up for safekeeping. The department owes me 50. Ray, I have another 2 coins for you. Great. I've got something to show you. It's all set up on the table over here. There. Take a look at these coins you've been collecting. There are letters cut into each coin, along with not legal tender. Oh, Moment, ist das... Those are Morgan silver dollars from the 20s. They were removed from circulation and sent for disposal. Masankai. A number of smelters around the country had the contract. Look at them together. Work out what it says. The first coin, MAS. The second, ANG. The third, KAY. The fourth, MET. The fifth, ALS. Masankai Metals. A metal foundry. Would you like the address? Would I ever? 1034 Vine Street, Hollywood. We'll finish up here. It's already been a long night, Phelps. See if you can talk them into giving themselves up. Tja. Hoffen wir mal. Masankai Metals. So, Mr. Roy Earl. Die Arbeit ist leider noch nicht getan, mein Freund. Alter. Wir haben hier so viele Leute erschossen. Es tut mir leid, aber die wollten kämpfen. Was soll ich machen? Da hat sich keiner gestellt. Hat niemand gesagt, hey, ich gehe lieber ins Gefängnis. Na komm, Roy, beeil dich. Ich will jetzt Feierabend machen hier. Es ist mitten in der Nacht.
Get your priorities straight, Phelps. We're close to bringing in one of the biggest dope cases of the year, and you're worrying about unsubstantial evidence? Der ist gerade am Anfang ein bisschen besoffen gefahren, der Junge. Vielleicht war das aber auch noch der Gestank der Suppenfabrik. Weiß man ja nicht. Locked. We need another way in. Okay. Ich glaube, hier sieht schlecht aus. Vielleicht andere Seite. Hier. Hier ist alles dicht. Oh nein. Natürlich. Natürlich. Die haben mir meinen Hut abgeschossen. Erstmal den Hut wieder aufnehmen. Alles klar. You okay? Ich habe nur meinen Hut verloren. Stay down. Older. You're fucking toast. I need cover. Headshot. Den habe ich nicht kommen sehen. Okay. Da oben. Find some cover. Hilfe. Warum will sich denn niemand hier stellen? Okay. Victor Sanders. You know this guy? I should have known. Of course I know Roy. Roy and I have had an arrangement for many years. You're under arrest. Am I? We have a mountain of prima facie evidence, as well as the testimony. You'd be surprised how things have a habit of sorting themselves out. Evidence disappearing. Witnesses that can't be found. Policemen that forget. The impossible becomes probable when you have a client list like mine. Shut your mouth. Turn around and put your hands behind your back. Working vice can be a thankless task, Phelps. But on behalf of the brass and the moms and dads and the concerned citizens, I'd like to commend you and your partner for smashing this dope ring. Reefer is almost as big a threat to the children of this city as communism. What about Sanders, Lieutenant? Leave Sanders to me, Phelps. The chief will be looking after that one personally. He will be brought to trial. Phelps, we are celebrating your success. Don't push your luck. Sanders is no longer your problem. Hoffen wir es mal. Aber egal. Wir haben Erfolg.
13 von 13, ich habe 2 Fragen falsch beantwortet, deswegen kriege ich auch keine 5 Sterne. Das ist leider schade. Sanchez ist Familienmensch und er hätte seine Anführer verraten, wenn die Beweislast zu schwer für ihn gewesen wäre. Ja, bei dem habe ich, glaube ich, komplett verkackt. Ich glaube, das war der Verkäufer der Markt gewesen. Ah, bei dem habe ich richtig reingeschissen, bei dem Typen. Ja, leider, aber machst du nix. Egal, Fall trotzdem gelöst. 4 Sterne, also Fälle löst du, glaube ich, hier immer. Also ich glaube, du kannst den Fall gar nicht hundertprozentig verkacken. Aber wenn du, glaube ich, einen Fall schlecht abschließt, dann kriegst du halt ordentlich auf den Sack von deinem Chef. Und das habe ich heute nicht bekommen. Der hat gesagt, ich habe gute Arbeit geleistet. Das mit dem Sanders, ja, soll man mal lieber die Schlammer halten. Und ansonsten war das sehr, sehr gut. Also ich konnte mich an diesen Fall tatsächlich doch noch besser erinnern, als ich dachte. Und dementsprechend lief das doch alles gar nicht mal so schlecht. Dann schauen wir uns mal den nächsten Fall an. Ich bin gespannt. Zumindest wie der heißt. Oh. Your platoon is what remains of recon. I'm folding you into the 22nd. You'll be going up that damned hill tonight. We're intelligence gathering, sir. I don't need intelligence, son. I need men who can hold rifles and kill Japs. Tonight, you're a rifle company. We've got cooks, mechanics, and stretcher bearers all going into the line. We aim to break them tonight, Lieutenant. Good to see you, Hank. You too, Cole. How's your war? Not quite what I expected. As long as I live, I will never get over that sound. Hey, who's that medic? He'll be killed going out there. It's Sheldon, the guy from the Alcala Bridge. That guy's got no fear. He didn't make it. I didn't go out there to save him. What are you saying, man? I went out there to put him out of his misery, to ease his pain. Do you have a problem with that? Murder, Corman. That's war, Lieutenant. Smell the stench. Feel the whore's breath on your neck. You need help, man. Call for me tonight, Lieutenant. When you're up on that hill. I've been up there 3 times already. The circles of hell have nothing on Sugarloaf Hill. Get this madman out of my sight! Uff. Ein abgekartetes Spiel. Alles klar. Das wird der nächste Fall sein im nächsten Part. Das ist übrigens auch der Fall, bei dem ich tatsächlich aufgehört habe, bei der PS4-Version zumindest. Ich habe euch ja gesagt, die PS4-Version habe ich nicht komplett durchgespielt. Das heißt, es wird auch, glaube ich, noch 1 oder 2 DLC-Fälle geben, die ich absolut noch gar nicht kenne. Ich habe ja damals so die PS3-Version gespielt, ohne die DLC-Fälle. Das heißt, ich kenne nur das Hauptspiel. Und das ist halt auch schon Ewigkeiten her. Also, ich kann mich noch so ein bisschen dran erinnern. Ich weiß auch noch, wie das in der nächsten Sitte ist. Heißt ja nicht Sitte, es heißt ja anders. Ich weiß es aber gerade nicht. Da weiß ich auch noch, wie es ist. Aber ich freue mich drauf. Ich freue mich richtig drauf. Und ja, ich kann nur was sagen. Ich hoffe, ihr auch. So, wie gesagt, heute ein sehr, sehr guter Fall gemacht. Den nächsten sehen wir dann im nächsten Part. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr da wieder einschalten würdet. Und ich sage bis dahin. Tschüss.